Wenn ich irgendwelche Milchprodukte verzehre, ich habe innerhalb von 2 Tagen oft einen Juckreiz bis hin zu Ausschlag auf der Haut. Deswegen versuche ich jetzt ohne Milchprodukte klarzukommen. Also mein Vater hat ein ähnliches Problem. Er litt an Asthma, ungefähr 30 bis 40 Jahre seines Lebens, bis ich ihn dazu gebracht habe, Milchprodukte ganz abzusetzen. Wenn ich mein NAD+-Spiegel in den Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, auf dem Niveau halten kann wie ein 20-Jährigen, dann werde ich nicht so schnell altern. Ja, das gibt wirklich Kraft für den ganzen Tag. Ich esse dieses Frühstück und ich arbeite bis abends. Ich mache keine Mittagpause. Ich bin wirklich gut, energetisch gut versorgt. Ja, ich grüße euch. Neues Thema und es geht wieder um die Kraft der Wildkräuter und unsere Befindlichkeit, einschließlich Depression. Und ich hatte vor ein paar Monaten erzählt von einem jungen Mann, er kam aus einer Depression heraus. Ich glaube, es hat ungefähr 3 Monate gedauert. Mit Hilfe von Löwenzahn. Ich fing an mit 6 Löwenzahnblättern und hat mir eine E-Mail geschickt und hat mir erzählt, dass inzwischen ist er noch mehr Löwenzahn. Er hat sogar unter dem Schnee Löwenzahn gefunden. Es ist heute der 30. November. Und ich wurde auch gefragt von euch, ja, gibt es Studien oder sind das nur Anekdoten oder Hypothesen oder Behauptungen? Ja, es gibt Studien und zwar nicht nur Löwenzahn kann uns da hier helfen, sondern auch Brennnesseln. Und meine Top 3 Wildkräuter sind halt Brennnesseln, Löwenzahn und auch Giersch. Und ich war unten am Starnberger See, habe meine Joggingrunde gemacht und wurde reich beschenkt. Ich habe was Blühendes da, das ist Gänsekrautdistel. Die Heilpflanze, der 100-Jährige aus Andalusien, Spanien, das hat mir eine spanische Ärztin erzählt, vor ungefähr 10 Jahren. Sie war hier bei uns und hat eine Ayurveda Panchakarma Kur, Detox Kur gemacht. Und das wurden diese alten Leuten, diese fitten alten Leute in Andalusien für ihre Salate nehmen, für die Zubereitung, weil es einfach bei 40 Grad Hitze ganz schwer ist, Kopfsalat anzubauen. Also gehen Sie in den Garten und pflücken Gänsedistelkraut. Und wir haben das ist eigentlich eine Pflanze, die sieht man ganz, ganz viel im mediterranen Bereich, auch auf Mallorca und auch hier am Starnberger See in Bayern. Was habe ich noch gesehen? Natürlich Löwenzahn. Ich habe, das ist Knoblauchrauke. Es hat so einen Knoblauchgeschmack, also voll im Saft. Das kann ich nehmen auch als Gewürzkraut. Und eine Pflanze, die sieht ein bisschen ähnlich, mit dem Unterschied, es hat diese kleinen Blätter hier unten. Das ist eine Wildrose. Diese Wildrose heißt auf Latein Agermonia. Das wird auch in der Homöopathie eingesetzt bei Beziehungskonflikten, wo das Geben und Nehmen nicht im Gleichgewicht sind. Oft ist es so, dass die Frau mehr gibt, der Mann nimmt mehr und das ist für diese Konflikte. Also ich arbeite auch mit Einzelmittel-Homöopathie, aber auf Deutsch heißt es auch Nelkenwurz. Das hat, weil die Wurzeln schmecken ein bisschen wie das Gewürz Nelke. Und laut meinem Wildkräuterlehre eine ganz wichtige Pflanze, um
neurologischen Erkrankungen, Neurodegeneration bis hin zu Demenz zu verhindern. Und er sagte vor 50 oder 60 Jahren, man hat es kaum gefunden hier in Bayern und inzwischen es wächst überall. An jeder Straße finde ich Nelkenwurz. Was will die Natur uns sagen? Also auch im Winter eine sehr winterfeste Pflanze, die kann die Kälte ganz gut aushalten. Also immer wenn wir ein bisschen Sonne bekommen und wenn kein Schnee da ist, finde ich diese Pflanze. Es ist ein bisschen geschmacklich gewöhnungsbedürftig, aber man kann das ein bisschen klein schneiden, so zubereiten mit einer richtigen, coolen Salatsauce, dass man das auch essen kann. Man muss es gut kauen. Und ja, natürlich habe ich eine Handvoll Brennnessel voll im Saft, auch samt Wurzeln. Also laut dieser Studien, die ich entdeckt habe, Löwenzahn und Brennnessel können uns auch helfen beim Thema Depression. Und natürlich muss man jetzt differenzieren zwischen mittelschweren Depressionen als Reaktion auf einen Konflikt oder eine Stresssituation, vielleicht Burnout. Und es gibt natürlich weitere, also wirklich schwere Depressionen, die im psychiatrischen Bereich angesiedelt sind. Wenn Ärzte von endogene Depressionen, die haben eine lange Geschichte. Und da muss man wirklich vorsichtig jetzt vorgehen. Ich empfehle nicht jetzt alle Arzneimittel abzusetzen, sondern man kann diese gesunde Nahrungsmittel hinzugeben. Aber bitte besprechen Sie das mit Ihrem Arzt oder Therapeuten. Und was auch interessant ist, und das wollte ich erwähnen, ist, nicht alle Milchsorten kann man gleichsetzen. Es gibt eine sogenannte A1-Milch und A2-Milch. Und also ich bin hier kein Experte, aber mein Verständnis, was ich gelernt habe, es gibt verschiedene Rassen von Milchkühen und die A2-Milchkühe sind insofern vorteilhaft, weil sie wenig eine Stoff enthalten, das nennt sich Beta-Casomorphin. Das ist eine Morphin, ein Opiat-ähnliches Stoff. Das ist was uns so süchtig macht nach Milchprodukten und was Morphium-Rezeptoren in unser Gehirn-Nervensystem aktivieren kann. Also dieses Beta-Morphin, Casomorphin in A1-Milch. Und hier können eine Reihe von Problemen entstehen, laut Studien. Das kann bei Menschen mit Befindlichkeiten. Wir müssen jetzt hier unterscheiden. Nicht jeder hat diese Probleme auch mit A1-Milch. Das hängt wirklich, das ist sehr personenbezogen. Vielleicht nur 5% oder weniger haben eben diese Probleme, wenn sie A1-Milchprodukte verzehren. Und dazu gehören Darmentzündungen, Schlafapnoe, also wenn man praktisch plötzlich wach wird nachts und man hat dieses Gefühl, man ist am Ersticken und wo Ärzte schicken solche Patienten oft gerne in Schlaflaboren und es gibt auch so Geräte, die man nehmen kann, um besser Sauerstoff besser atmen zu können und das, um eben dieses Apnoe zu verhindern. Dann haben wir Themen bei Diabetes Typ 1, auch bei jungen Menschen. Diabetes Typ 1, wenn die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren, angegriffen werden von eben diesen Beta-Casomorphin-Verbindungen. Dann haben wir Herz-Kreislauf-Probleme.
Wir haben Probleme mit dem Mikrobiom. Die Darmbakterien kommen oft in eine Schieflage, wenn es da Unverträglichkeiten gibt. Und auch Hautprobleme, Hautjuckreiz, Hautausschläge und ich vermute, ich habe diese Unverträglichkeiten, weil wenn ich irgendwelche Milchprodukte verzehre, ich habe innerhalb von 2 Tagen oft einen Juckreiz bis hin zu Ausschlag auf der Haut. Deswegen versuche ich jetzt ohne Milchprodukte klarzukommen. Aber natürlich, jedes süchtig nach Käse, also das sind besonders viel Casomorphin, ähnliche Stoffe. Und ich war sehr glücklich, als ich bei der letzten Vitalkostmesse vor 2 Wochen, das war in Konstanz, eine Firma aus Zürich kennengelernt habe. Und die machen vegane Käsesorten. Also eine Sorte schmeckt ziemlich zu 95% ähnlich wie Emmentaler. Und eine andere Käsesorte kann man nehmen, um Pizza zu machen. Das ist eine schmelzbare vegane Käse. Und die machen es wirklich sehr gut mit Fermentation, mit bestimmten Bakterienkulturen. Also die Schweizer wissen, wie man Käse macht, auch aus Mandeln, aus Cashewkernen, auch aus Tofu. Und also wirklich coole Produkte, die haben mich gleich eingedeckt. Und also ich kann mir jetzt endlich so richtig Pizza machen mit diesem Käse. Ich habe schon erste Versuche gemacht und ich war nicht enttäuscht. Ich habe als Unterlage habe ich euch gezeigt bei einem Video vor ein paar Monaten, wie ich als Pizzaboden eine fermentierten Weizenkeime und Leinsamenssprossen als Unterlage in Rohkostqualität und dann eine coole Tomatensauce. Und es gibt auf jeden Fall, ich wollte damit sagen, es gibt ein Leben ohne diese Casomorphine und diese Süßstoffe in A1-Milch. Aber ich möchte damit nicht suggestieren, dass jeder dieses Problem hat wie ich. Also mein Vater hat ein ähnliches Problem. Er litt an Asthma, ungefähr 30 bis 40 Jahre seines Lebens, bis ich ihn dazu gebracht habe, Milchprodukte ganz abzusetzen. Und siehe da, Asthma ist weggegangen, Schleimbildung weggegangen, hat nie wieder Probleme, auch Heuschnupfen. Und das war natürlich für ihn ein neues Leben. Ich denke, das hat schon das Thema ist oft, wie gut das Verdauungsfeuer aufgestellt ist. Was heißt Verdauungsfeuer? Das ist die Summe aller Verdauungssäfte. Das beginnt mit dem Speichel im Mund und dann die Magensäure im Magen und dann die Bauchspeicheldrüse produziert Bicarbonat, um die Säure vom Magen ein bisschen zu neutralisieren und auch Enzyme. Und dann gibt es den Gallenfluss von der Galle und die Summe dieser ganzen Verdauungssäfte, ungefähr 5 bis 6 Liter am Tag bei einem gesunden Menschen. Und wenn diese Verdauungssäfte fehlen, dann können diese Unverträglichkeiten auftreten. Das war bei mir sicherlich der Fall und deswegen ich nehme einmal am Tag zur Hauptmahlzeit 2 Kapseln von das ist eine Verdauungshilfe, die enthält Hydrochlorsäure, kann man gleichsetzen mit Magensäure, damit kann man die Magensäure optimieren und auch Pepsin, das ist ein wichtiges Enzym und ich nehme auch ein Enzympräparat, also 2 Präparate und damit habe ich viel weniger Befindlichkeiten Richtung Blähungen oder Völlegefühl oder Sodbrennen. Ich konnte mein Verdauungsfeuer damit optimieren und auch die Bitterstoffe in den Wildkräutern kann hier sehr hilfreich sein. Also die Bitterstoffe, die fehlen oft in eine durchschnittliche Ernährungsweise, weil
bei jeder Züchtung, wenn man Gemüsesorten züchtet, gehen oft diese Pflanzenstoffe verloren. Und ohne die Pflanzenstoffe und ohne die Bitterstoffe, die natürlichen, wir bilden einfach weniger Verdauungssäfte. Aber auch die Mitochondrien leiden darunter und die Darmbakterien, wenn diese Bitterstoffe fehlen. Und ja, und das Thema bei Depressionen ist auch, und das haben viele Ärzte nicht auf dem Schirm, ich hatte es früher auch nicht in meiner Wahrnehmung auf dem Radar. Es geht auch um, wie gut sind die Darmbakterien aufgestellt. Also wenn die Artenvielfalt und die Zahl der Darmbakterien abgenommen hatte, dann leidet auch unser Nervensystem darunter, unser Gehirn, unsere Wahrnehmung und auch unsere Befindlichkeit. Und das begünstigt auch Depressionen und Stimmungsschwankungen und auch Aggression. Und das kann eine Reihe von Problemen auslösen. Das darf man nicht unterschätzen. Wir müssen immer ein Auge auf das Mikrobiom haben und wir wollen immer was tun, um das Mikrobiom zu stärken. Deswegen, das ist meine letzte Kreation, mein Sprossenfermentsaft, 4 Liter Glas. Und was habe ich hier? Linsensprossen und in diesem großen Glas, dieses Glas ist auch so ein Schweizer Edelprodukt mit Edelstahl oben, also nicht Aluminium, sondern Edelstahl, das finde ich sehr vorteilhaft. Und Pastinaken, das sind auch Süßkartoffeln, ich tue immer Kurkuma. Übrigens, Kurkuma hat auch eine antidepressive Wirkung. Also Kurkuma ist dabei, Ingwer ist dabei und irgendwas Grünes ist dabei. Ah ja, Grünkohl ist dabei. Und nach 4 Tagen, Sie sehen, wie es macht richtig Geräusche und es blubbert. Und das heißt, diese Aktivität bedeutet, da werden Biophotonen produziert, Enzymen werden produziert. Und warum sind die Biophotonen wichtig? Weil die Biophotonen sind ganz wichtig als Ordnungsprinzip für unsere DNA, für unsere Zellen, damit die Zellen gut miteinander kommunizieren können. Weil das war eine Entdeckung von Professor Fritz Walter Popp vor 30 oder 40 Jahren. Er hat nämlich entdeckt, wie die Zellen miteinander kommunizieren, mit Lichtgeschwindigkeit über die Biophotonen, die sie abgeben. Und ich hatte das Glück gehabt, ich konnte 2 Gespräche mit ihm führen und er hat mir erzählt, er war überzeugt und er konnte keine Studien präsentieren, aber er war überzeugt von seiner Erfahrung, dass eben die Biophotonen sehr wichtig sind für die gesunde Erhaltung uns Menschen, aber auch vielleicht sogar für die Behandlung von schweren chronischen Erkrankungen. Und er kannte diese Fermentsäfte, aber er lebt nicht mehr. Und schade, weil ich glaube, dass diese Fermentsäften ein exzellenter Spender sind von Biophotonen, eben als Ordnungsprinzip für unsere Zellen. Und auch als Stärkungsmittel für das Mikrobiom, weil das Mikrobiom ist verantwortlich um ganz viele Verbindungen zu produzieren, die uns einfach glücklich machen, auch gelassen machen und bringen uns in unsere Kraft. Und es sind auch wichtig, damit wir kreativ sind und wenn Sie meditieren, wenn Sie meditieren, Sie kommen besser in die Tiefe, in die Transzendenz. Also es sind viele Vorteile. Und was ist auch wichtig?
Detox ist immer 50%. Also leide ich unter Stimmungsschwankungen, Depressive. Ich sehe Patienten mit Depressionen fast jeden Tag. Und ich arbeite mit homöopathischen Einzelmitteln seit über 40 Jahren und auch hier gibt es sehr gute Arzneimittel, auch zum Beispiel die ganze Goldverbindungen, verschiedene Goldsalze, die homöopathisch zubereitet werden, aber es gibt auch klassische Arzneimittel, also es gibt bestimmt 50 oder 60 Arzneimittel, die auch hier uns helfen können, aber auch Detox-Maßnahmen und einschließlich Ayurveda Panchakarma Detox, das ist so eine 6-tägige Klassiker, was wir seit 35 Jahren hier anbieten, auch in Verbindung mit Wildkräuter Vitalkost. Aber ich habe auch nicht jeder kann sich diese Woche, wir haben auch eine 3-tägige Minikur und beide Kuren, wir haben auch eine 3-wöchige Kur. Also bevor man diese Kur antritt, gibt es eine Vorkur, die man zu Hause durchführen kann. Das ist 4 oder 5 Tage, um einfach den Darm ein bisschen auf die Maßnahmen vorzubereiten. Und dann das Detox-Buch, die 2. Auflage. Ich habe auch einen Plan hier veröffentlicht, wie man ein 5-tägiges Heilfasten zu Hause durchführen kann. Und das ist gut angekommen. Das ist eine ganze Tabelle, wie man hier vorgehen kann. Und das ist eine Art Scheinfasten. Das ist jetzt kein knallharte Wasserfasten sondern das sind eine Reihe von Mitteln, die man einnimmt, die Fettverbrennung begünstigen, damit man wechseln kann in die Fettverbrennungsstoffwechsel und das geht sehr schnell, also mit dieser Vorgehensweise. Und was ist auch interessant, da habe ich auch ein Video gedreht über das Niacin-Detox, das ist Vitamin B3 in einer aktiven Form. Aktiv heißt, es ist in der Lage, diese Flush auszulösen. Das Flush ist so eine Gefäßerweiterung, wo viel Blut und Sauerstoff durch die feinsten Äderchen gepresst werden. Und wir fühlen uns da richtig so belebt und die Haut kann pitzeln, kann gerötet werden, kann ein bisschen brennen. Vor allem, wenn man beginnt, nach 2 Wochen wird es dann oft weniger. Nicht jeder wird damit glücklich. Es gibt Menschen, vor allem Menschen mit schweren Traumata in ihrer Vergangenheit, die fühlen sich manchmal überfordert durch das Niacin-Detox. Und dann zum Glück haben wir eine Alternative. Das wäre das Niacinamid, das ist auch B3, Vitamin B3. Und da geben wir 1 bis 2 Kapseln täglich und das löst kein Flush aus. Aber es hat beide Verbindungen haben Vorteile, um die Mitochondrien zu beleben, um eine bestimmte Verbindung in den Mitochondrien zu bilden. Und diese Verbindung heißt NAD+. Und das wird von Wissenschaftlern als sehr wichtig gesehen, oder als wichtige Voraussetzung, um gesund zu altern. Ja, also zumindest das ist die Hypothese. Die Vorstellung ist, wenn ich mein NAD+-Spiegel in den Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, auf dem Niveau halten kann wie ein 20-Jähriger, dann werde ich nicht so schnell altern und nicht in diese Degeneration gelangen, also Neurodegeneration, Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, metabolisches Syndrom und all diese Krankheiten, von denen die Medizin lebt. Nicht? Also wir wollen einfach eine
bessere Art zu entdecken, zu finden, um gesund zu altern. Und das ist auch meine Arbeit. Das ist, wo ich euch auch Impulse geben möchte, mein Wissen teilen, weil wir brauchen, das ist wirklich, was heute anliegt. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nichts tun, dieses NAD Plus beleben kann, dann die Mitochondrien bilden immer weniger Energie und auch Neurotransmitter, die sind sehr wichtig, Acetylcholin. Und ohne diese Neurotransmitter sind wir einfach nicht messerscharf. Und unsere kognitive Wahrnehmung bildet sich zurück. Und ich habe all diese Versuche gemacht mit mein Vater war meine Versuchsperson. Und ich konnte ihn damit viele gute Jahre bescheren und er konnte Auto fahren bis zum letzten Tag. Er ist leider ein paar Mal schwer gestürzt in der Garage und damit war sein Leben am Ende leider. Aber er war nicht auf Fremdhilfe angewiesen, hat ein gutes Leben, gute Lebensqualität. Ein bisschen zu wenig für die Muskelkraft getan. Und ich betone immer wieder, wie wichtig dieses Homozystein ist. Die richtig wichtigen Blutparameter sind leider keine Kassenleistungen, die muss man selber bezahlen. Das kostet ca. 35 €. Und ich empfehle das, wenn das möglich ist, direkt beim Laborarzt zu testen, Blut abnehmen, weil dann ist der Wert wirklich 100% akkurat. Wenn der Wert zu hoch ist, und ich hatte damals, das war vor 20 Jahren, ich hatte gedacht, ich mache alles richtig und ich würde dann ganz perfekte Blutwerte haben. Aber ich hatte einen Wert zwischen 15 und 16. Das ist doppelt so hoch, wie es sein sollte. Also ich möchte, dass meine Patienten Werte so um die zwischen 7 und 8 haben oder weniger. Manche Patienten haben Werte zwischen 5 und 7. Und ich hatte einen Wert fast doppelt so hoch. Und warum ist es wichtig? Weil wir sehen bei nahezu 100% aller Demenzkranke, die haben Werte zwischen 15 und 25 bei Homozystein. Und das ist eigentlich eine Schande, dass man die Senioren nicht regelmäßig testet. Man sollte jedes Jahr diesen Wert testen und dann anstreben, dass dieser Wert so unten kommt. Und meine Empfehlung oft was gut hilft bei ca. 95% aller Patienten, um Homozystein abzusenken, um diesen Wert zu erreichen, ist so eine 4 oder 5 Tropfen von einem Mischung aus 3 aktivierten B12 und einem Folat-Verbindungen und das sind auch organische Spurenelemente auch mitgemischt und dann nimmt man 4 oder 5 Tropfen täglich und das hält man in den Mund und das kann gut über die Schleimhäute aufgenommen werden. Und früher, vor 15, vor 20 Jahren, habe ich die meisten Patienten Spritzen verordnet, aber mit Hilfe dieser Tropfen kriegen wir das meistens hin, wie gesagt, ich schätze bei 95% der Patienten. Und die restlichen 5% kann man auch helfen, die müssen dann ein paar andere Stoffe dazu nehmen, aber das, wie gesagt, das gelingt meistens, eben um Homozystein zu senken. Und ja, jetzt sind wir bei dem Thema Löwenzahn und Brennnesseln und diese spannenden Studien. Was sie entdeckt haben, das waren allerdings Tierversuche bei Ratten. Und da hat man gesehen, dass ein Konzentrat aus Löwenzahn und auch Brennnesseln unabhängig voneinander in der Lage waren, das Gehirn von den Tieren zu beleben. Und das
ja, das haben Sie gesehen an mehreren Studien aber es gibt auch andere Stoffe im Pflanzenbereich. Safran ist bekannt auch als sehr gut wirksam. Antidepressive Wirkung, Johanniskraut kennt man schon, die meisten von euch. Lavendel, Ginkgo biloba, gerade bei Senioren, Kurkuma, hier in dem Fermentsaft, rohes Kakao, grüner Tee und Shatavari und Ashwagandha sind ayurvedische Mittel. Und ja, ich würde gern von euch hören, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit Wildkräutern und Stimmungslage. Also ich habe auch sogar Patienten Erfahrungen mitbekommen, die haben mir erzählt, dass die konnten Konflikte auflösen, also mit Hilfe dieser Vorgehensweise. Und das finde ich ganz spannend, weil gerade Konflikte sehen wir auch als eine Auslöser von zum Beispiel Krebserkrankungen und chronischen Entzündungen. Und das finde ich sehr spannend. Und ja, zum Schluss möchte ich euch irgendwas zeigen, jetzt in der Winterzeit, um uns bei Laune zu halten, was man machen kann. Ich habe diese Buchweizensprossen innerhalb von 2 Tagen sprießen lassen und ich war ein bisschen frustriert, weil ich konnte nicht richtig die Buchweizen finden, die in der Lage war, überhaupt zu sprießen. Und jetzt habe ich das ist jetzt keine Werbung für DM, aber ich habe es bei DM entdeckt, diese Buchweizen, und die sprießen wirklich top, jedes Mal. Und nach 2 Tagen, und ich nehme sie einfach als Müsli, das war eine Art Rohkost-Müsli. Und ich habe hier Pflanzenmilch, da kann man Mandelmus in Rohkostqualität, das hier ist Erdmandelmus, auch in Rohkostqualität, mit Wasser gemischt. Und ich kann es dazugeben als Pflanzenmilch. Ich liebe Goji-Beeren, ich finde die einfach gigantisch. Die komplettes Eiweiß, auch Pflanzenstoffe und sogar ein bisschen Nikotin. Und das Nikotin, auch in kleinen Mengen, hat auch die Vorteile, Wirkung, dass es uns auch schützen kann vor Neurodegeneration, Demenzkrankheiten. Das war ein bisschen Nikotin schadet nicht. Also man muss nicht Nikotin in Form von Zigaretten rauchen, also wir können es auch von Goji-Beeren. Aber auch die ganze Familie der Solanacea, die Lichtschattengewächse, also Paprika zum Beispiel, ist auch ein Spender von kleinen Mengen von Nikotin. Tomaten vielleicht auch. Ich habe hier Brennnesselsamen, die gebe ich auch hinzu. Also ich habe die gekauft. Theoretisch könnte man die auch ernten und trocknen, aber ich bin ein bequemer Mensch. Man kann sie auch kaufen. Die gebe ich auch hinzu zu den Beeren. Und dann habe ich, und das hat mich sehr glücklich gemacht, in Bioqualität, Brombeeren. Die haben nämlich unter den Beeren die höchste Gehalt an Antioxidantien. Die stecken auch Heidelbeeren weg und Himbeeren weg. Also die sind wirklich absolut top. Und jetzt gibt es die auch als gefrorene Brombeeren. Aber klar, man könnte auch Heidelbeeren nehmen. Und man kann, um das zu süßen, auch Hagebutte, Pulver, auch für Gelenke, Arthrose, Vitamin C-Spende und also eine Wildpflanze als Pulver, ein Top-Mittel und man kann, ich gebe auch, um das ein bisschen süß zu machen, 2, 3 Medjool-Datteln, ein bisschen klein schneiden auch hinzu.
Und man kann auch bitte Schokolade, also bitte Kakao geben, 90% zum Beispiel. Also es gibt viele Variationen und man kann es auch ein bisschen warm machen. Also man darf diese Buchweizensprossen nicht unterschätzen. Ich glaube, die Russen essen auch viel Buchweizen und in Amerika macht man auch Buchweizen Pfannekuchen. Ich habe da ein paar Rezepte, was man alles machen kann mit Buchweizen in meinem Rezeptbuch. Und ja, das gibt wirklich Kraft für den ganzen Tag. Ich esse dieses Frühstück und ich arbeite bis abends. Ich mache keine Mittagpause. Ich bin wirklich gut, energetisch gut versorgt. Natürlich mit meinem Fermentsaft und ein paar Wildkräuter dazu. Dann habe ich wirklich Energie ohne Ende. Und damit hoffe ich, dass ich mein Energieniveau halten kann. Ich bin jetzt 68. Ich will es weiter halten. Meine große Inspiration ist Dr. Hafer. Er war kanadischer Psychiater und war so frustriert. Er hat all diese Studien gemacht, wie man Niacin einsetzen kann, auch bei der Krebstherapie, bei Depressionen, bei Alkoholismus, bei Schizophrenie, bei Alzheimer, bei Arthritis, also Arthrosen auch. Bei hohem Cholesterin, um hohe Cholesterin zu senken, auch bei ADHS. Und er war dann zum Schluss so frustriert, weil die medizinischen Zeitschriften haben seine Artikel nicht publiziert. Es passte nicht zu ihren Themen oder vielleicht, weil es auch in der Medizin es gibt, wie sagt man, Sprachverbote oder und zum Schluss hat er dieses Buch geschrieben, eigentlich für den Laien. Also man muss nicht jetzt keine medizinische Vorbildung haben, um das Buch zu verstehen. Also wir haben dieses Buch da, wenn jemand sich wirklich interessiert. Abraham Hafer, MD, und er hat gearbeitet bis 94, volle Praxis bis zum letzten Tag. Hat wirklich tolle Arzt, tolle Inspiration und ja, jetzt haben wir viele Möglichkeiten, viele Ansätze, um unseren Stoffwechsel zu optimieren, vor allem die Mitochondrien zu optimieren, das Mikrobiom auch besser aufzustellen, Artenvielfalt und die Zahl der Darmbakterien zu erhöhen. Dann haben wir auch Einzelmittel Homöopathie, auch um Konflikte aufzulösen und auch dann diese ayurvedische Detox-Maßnahmen als zum Beispiel Panchakarma-Kur oder eben dieses 5-tägige Detox-Maßnahme zu Hause, dann natürlich das Niacin-Detox. Und das macht mich glücklich. Ich bin jetzt 40 Jahre Arzt und ja, das ist für mich, macht es mir Freude. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.